Zurück in Blender wollen wir jetzt dieses Schwert und dieses Schild in die Mitte ausrichten, und zwar diese Mitte der Szene. Also im Grunde in den Ursprung XYZ-Achse in den Nullpunkt verschieben. Wenn wir die Gegenstände einfach so in Unreal Engine wieder importieren, dann wird das sehr seltsam aussehen, weil die nicht in diesem Ursprungspunkt sind bei dem Export. Deswegen ist es optimal, wenn das Schwert und das Schild jeweils in der Position 000 sind, damit auch die Gizmos funktionieren und es schön in der Unreal Engine aussieht und alles akkurat ist. Und das ist im Grunde die Position, wo alle Assets, die wir exportieren, irgendwo irgendwie in Blender in der 000-Position sein müssen, damit das auch entsprechend funktioniert mit der Unreal Engine. Also im Grunde wären dann alle Gegenstände genauso in der Mitte, die würden genauso sich ausrichten, die würden dann auch entsprechend die Größe beibehalten, und das alles müsste man dann im Grunde beachten, wenn man die Dinge und Gegenstände, diese Assets abkoppelt und wieder reimportiert. Das heißt auch die ganzen Items, also so wie diese Waffe, die ganzen Items, die man halt importiert, die müssen auch in der richtigen Ausrichtung sein, damit die entsprechend auch funktionieren. Also nicht, dass ein Schwert mal nach oben guckt, das andere nach unten, sondern die sollten dann alle entsprechend gleich aussehen, damit die auch und nicht seltsame Seiteneffekte haben. Also im Grunde geht es um Darstellungssachen und wie man das exportiert dann entsprechend. Was man im Grunde dort machen kann, man holt sich das Objekt, dieses Schwert, und geht dann hin, klickt auf Objekt, Origin, Set Origin, also den Ursprung setzen, und Geometry to Origin. Danach drücken wir die 1-Taste auf den Numlock und haben die Seitenansicht und wollen entsprechend rotieren, damit das entsprechend in einer Linie ist. Jetzt ist es einigermaßen eingestellt in der Ausrichtung. Ich drücke 3, um von der Seite drauf zu schauen. In der Seitenansicht will ich das dann entsprechend nach oben rotieren. Das wäre schon okay. Was ich noch machen möchte, ist, dass Mesh entsprechend unten ist, anfängt bei 000. Jetzt sieht man im Grunde, wie das hier ausgerichtet ist. Und das Ganze können wir natürlich speichern, und zwar als Blender-File in unserem Asset. Ich nenne es einmal items.blend. Die Idee dahinter ist, dass bevor irgendein Item, irgendein Schwert oder ein Schild eingefügt wird, da wird das erstmal hier als FBX-Datei importiert in dieses Blender-File und entsprechend ausgerichtet und dann anschließend einfach in die Unreal Engine wieder importiert an der richtigen Position. Also im Grunde die Idee dahinter ist, wenn irgendein Asset, irgendwas man irgendwo holt, in irgendwelchen Stores oder irgendwo anders, man importiert das hier in diese Blender-Datei, richtet es ähnlich aus wie das Schwert und hat dann entsprechend auch so die Idee, wie die Größenverhältnisse sind von den Items, und kann das entsprechend einfach in die Unreal Engine wieder reimportieren und dann als neues Asset in-game dann nutzen. So, nachdem das Schwert an der richtigen Position ist, gehen wir auf Objekt, hier auf Apply und dann einfach auf All Transforms. Dadurch haben wir auf der rechten Seite die ganzen Location, XYZ und die Rotation alles auf 0 gesetzt, zurückgesetzt, und die Skalierung auch. Jetzt können wir im Grunde dieses Schwert exportieren. Dann exportieren wir das Ganze mit File, Export, FBX-File, und hier wollen wir das Schwert. Ich nenne das einfach Sword 01. Und was wir hier möchten, ist nur das Mesh diesmal exportieren. Die anderen Einstellungen haben wir beim letzten Mal. Sehen alle gut aus. Und Export. Jetzt wollen wir das Schild entsprechend auch transformieren und exportieren. Um es etwas einfacher zu machen, können wir hier rechts einfach die anderen Objekte mit dem Augensymbol ausblenden. Einmal den Root ausblenden und den Graystone und das Schwert. Dann wählen wir das Schild aus, auf Objekt gehen, Set Origin, Geometry to Origin, drücken 1 für die Seitenansicht und rotieren das Ganze einfach mal in die richtige Richtung. Vertikal und die Z-Achse. Mit 3 von der anderen Seite. Hier wollen wir es ungefähr so ausrichten und etwas höher gestalten, um halt den 000 zu haben. Alles klar. Ja, das wär's mit dem Schild. Jedes Schild, das ihr so nach Blender einfach holen wollt, seht einfach zu, dass das so ungefähr so ausgerichtet ist wie dieses hier, um den Export halt erfolgreich zu machen und am Char, dass es auch am Char funktioniert, am Player-Charakter. Im Grunde haben wir hier das Schwert und das Schild einmal ausgerichtet als Template für alle oder Blaupause für alle anderen Gegenstände, die wir so exportieren nach Blender und dann nach Unreal Engine. Und das ist eine Möglichkeit, hier auch die Assets zu separieren. Das gleiche mit dem Schildexport. Das Schild, File, Export
FBX-File und dann nennen wir das einfach Schild 01. Jetzt habt ihr eine grobe Idee, wie ihr einfach Assets koppeln könnt und in euer Projekt importieren könnt. Und mit dieser Blaupause, mit diesem Blender-Projekt, kann man das Ganze so ähnlich ausrichten wie diese Gegenstände, damit das auch alles schön anliegt und passt, wenn wir das importieren. Zurück in der Unreal Engine gehen wir wieder in den Main-Folder und erstellen uns einen neuen Ordner. Den nennen wir Pickups und erstellen dann zwei Ordner, einen für Schwerter und das andere werden dann Schilder sein. Nach Schild importieren wir im Grunde unser Schild. Das wird kein Skeleton-Mesh sein, das wird einfach so ein Static-Mesh sein bei uns. Kollision werden wir nicht berechnen, hier automatisch, wir werden die eigene Kollision schreiben. Und Materialien wollen wir auch nicht erstellen. Do not create material. Import Texturen brauchen wir auch nicht. Und bei Advanced, das können wir so lassen. Record a material to FBX und Import. Da haben wir unser Schild, unser erstes Schild. Können wir das sehen. Wenn wir uns unser Schild nehmen und einfach in das Testlevel packen, ja, hier sehen wir im Grunde, dass die Gizmos entsprechend gut funktionieren und richtig eingestellt sind. Das heißt, wenn wir das nicht gemacht hätten mit Blender, dann wäre halt das Schild falsch ausgerichtet hier. Und so sieht alles gut aus. Hätten wir den Origin gesetzt, dann wäre irgendwie dieses Gizmo, das Schild wäre halt Gizmo-technisch zwar hier unten, aber visuell wäre das hier oben irgendwo und irgendwie noch verschoben halt, ne? Deswegen ist das schon ganz gut, dass wir das so exportiert haben und importiert haben und können das im Grunde dann verwenden so. Jetzt wollen wir einmal das Material hier auch richtig setzen. Hier gehen wir zum Spielercharakter, zum Graystore, suchen uns dann auch das richtige Element aus, das Schwert zum Beispiel, schauen uns an, wo das ist, gehen dann zu unserem Schild, importieren das Ganze und so sieht das Ganze aus. Dann haben wir unser Schildchen. Jetzt brauchen wir noch die LODs. Da gebe ich eine 4 ein, Enter, Apply Changes. So hat die Unreal Engine ein paar LODs erstellt und Unreal Engine technisch wird das jetzt schöner aussehen. Und so sieht unser Schild dann hübscher aus mit automatisch generierten LODs. Jetzt brauchen wir noch Kollision. Da ist noch keine Kollision. Wir machen eine ganz einfache Box Collision hier an der Stelle. Add simple Box Collision. Im Grunde hält man das dann ziemlich einfach und also polygonbasierte Kollision braucht man bei dem Ding nicht. Wir möchten ja möglich auch wenig Rechenzeit nutzen und für unser Spiel reicht das aktuell. Jetzt können wir das Ganze einmal testen. Wir heben das Ding einfach ab. Das Ganze simulieren wir hier einmal. Einfach hier auf diese 3 Punkte simulieren, Alt S. Das Ganze braucht natürlich noch Physik-Elemente. Auf Details und einmal auf Simulate Physics. Können wir das Ganze hier testen mit dem Box. Ja, im Grunde reicht das auch für das Schild. Das gleiche machen wir mit dem Schwert jetzt. Gehen wir einfach in den Pickups-Ordner, Schwert, importieren das Schwert dort. Mit den gleichen Einstellungen. Import. Und haben unser Schwert hier. Öffnen das Ganze dann wieder, holen uns entsprechend die Texturen. Und dann auch die LODs. Hier nehmen wir einfach eine 3. 3, weil da nicht so viele Polygone sind oder Triangles hier. Nur um die 4000. Da müsste eine 3 im Grunde reichen, um das hübsch aussehen zu lassen. Und da haben wir unser Schwert und dann unser Schild. Jetzt fehlt noch die Kollision vom Schwert. Und da gehen wir auch einfach hin und gehen hier auf Kollision und so eine Box-Kollision reicht für das Schwert völlig aus. Speichern das Ganze. So die Simulate Physics und können das Ganze mal testen hier. Sieht auch gut aus. Das Ganze können wir speichern und von der Welt hier einfach löschen, weil wir wissen, es funktioniert. Und das war's für dieses Video. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Da werden wir im Grunde unseren Player-Charakter erstellen und die Setups machen und die ganzen Items zuweisen, damit wir den Start haben mit dem Player-Charakter weiter. Da geht es in der Unreal Engine weiter.